Für The Callisto Protocol muss die Lanze gebrochen werden. Der spirituelle Nachfolger von Dead Space schien durchaus etwas Hype aufzubauen, der aber nach Launch wieder abgestürzt ist. Durch Videos von Rage Quits und durch manche Reviews, die nach unten ausgeschlagen sind. Worum geht's überhaupt? Der damals vor allem beim UI und Setting innovative Weltraumterror Dead Space wurde für viele zum nächsten Kultklassiker, nach dem wenige Jahre zuvor herausgekommenen Resident Evil 4 das Action-Horror mit der Schulterperspektive neu erfand. EA hat die Serie danach aber mit forciertem Multiplayer und Microtransactions gegen die Wand gefahren. Das zuständige Visceral Studio sollte dann Star Wars Games entwickeln, wurde aber dicht gemacht. Daher kam vom Dead Space Miterfinder Glenn Schofield der Quasi-Nachfolger Callisto Protocol. Ich gebe zu, ich war bereit zu sagen, dass sich das Game ohne die Necromorphs oder die Tool-Designs aus Dead Space nicht ganz richtig anfühlen würde. Aber mitnichten, mit dem Space-Gefängnis Callisto ist erneut eine absolut stimmige Horrorwelt gelungen. Die technische Power dahinter beeindruckt zwar für ein 2022-Game, aber noch viel mehr die starke Art Direction, durch die das Game, wie schon Dead Space, vermutlich für immer gut aussehen wird. Die Klassiker sind abgedeckt, also kalter Stahl, rostige Rohre, aus denen Dampf schießt, flackernde Hologramme etc. Nur die Monster-Designs sind etwas lahm und die Sterbeanimationen etwas kindisch. Dafür aber haben die Entwickler unzählige Wege gefunden, die Stahlkorridore immer wieder überraschend abwechslungsreich zu machen. Allein mit den verschiedenen Beleuchtungen wurden sich unzählige stimmige Kulissen ausgedacht. Der Sound ist ebenso großartig. Die Musik ist atmosphärisch, aber nicht aufdringlich und in der Geräuschkulisse scheint immer irgendetwas Unangenehmes zwischen oder hinter den Wänden zu lauern. Jumpscare-Geräusche sind verglichen mit Dead Space reduziert und kommen am ehesten in den Story-Sequenzen vor, die sich aber ebenso gegenüber dem Gameplay angenehm zurückhalten. Gerade in Survival Horror ist wichtig, dass die Gameplay-Interaktion groß ist. Zwischensequenzen sind durch die fehlende Interaktion nicht spannend oder gruselig. Die Story ist für manche nicht spektakulär genug, aber als Untermalung für die großartige Atmosphäre hat dieses Resident Evil-Niveau völlig ausgereicht. Zumal kann man bei diesem Team, denke ich, kein narratives Meisterwerk wie Silent Hill 2 erwarten. Schon Dead Space hat aus den Ansätzen von psychologischem Horror nicht viel gemacht. Die in vielen Reviews auftauchende Kritik, es sei ja nur ein neu verpacktes Dead Space, finde ich schwach. Natürlich gibt es Parallelen, aber das Gefängnis auf dem Eisplaneten ist klar nicht die Welt von Dead Space. Trotz den natürlich selben Inspirationen, also Alien, Event Horizon etc. Und innovative Settings in Ehren, aber der letzte Dead Space Ableger war zum Release von Callisto fast 10 Jahre alt. Der letzte gute Ableger, also Teil 2, noch älter. Callisto musste das Rad nicht neu erfinden, sondern erstmals den alten Trümmerhaufen neu aufbauen. Zumal war Callisto ja gerade spielerisch überraschend frisch. Und damit kommen wir zum großen Knackpunkt. Ich werde nicht lügen, ich habe das Game zuerst nicht verstanden. Im ersten Encounter mit vielen Gegnern bin ich eine halbe Stunde gehangen. Das neue Ausweichsystem schien Reflexe abzufragen, gegen die sogar Sekiro gemächlich wirkt. Timing nur zweimal verpasst und schon war Game Over. Das eigentliche Problem, das Spiel erklärt die Kernmechanik nicht richtig. Aus Intuition sind viele davon ausgegangen, dass Ausweichmanöver wie das kurze Buttondrücken in Action-Games à la Sekiro oder Bayonetta richtig zu timen sind. Stattdessen aber muss man zuerst etwas konterintuitiv den Stick konstant halten, also komplett ohne Timing, und dann zu Kontern übergehen. Aber ich würde die Schuld für den Backlash nicht nur auf das schlechte Tutorial schieben. Ich denke, man vergisst, dass Games auch mal Lernkurven hatten und sich nicht automatisch wie Uncharted spielen müssen, wenn sie Schulterperspektive haben, sondern auch mal neue Systeme haben können, die gelernt werden müssen. Ja, Callisto sieht aus, als sollte man es wie Dead Space spielen. Es ist aber vielmehr brachial Survival Horror mit extremem Fokus auf Nahkampf. Schusswaffen gibt es daher nicht viele und sie sind viel mehr wie Bonusattacken und Finisher. Die Kampfmechanik wirkt seltsam, aber ehe man sich versieht, weicht man schon ganz natürlich selbst Überraschungsattacken aus und haut wuchtige Instant-Kills und gelungene Schwebattacken raus. Das Spiel hat zwar trotzdem Probleme, Bosse sind gering, eher mies und versauen zusammen mit dem abstrusen Speichersystem die finale Strecke der Kampagne. Dead Space hatte mit dem Asteroiden-Minigame auch einen Frust-Tiefpunkt, aber der war zumindest nicht am Ende. Außerdem wiederholen sich ab dem Punkt die Standardgegner zu stark, es hätte generell kürzer sein dürfen, beziehungsweise hätte diese Finalstrecke gestrichen werden können. Umgekehrt ist dafür dieses Hau drauf Survival-Konzept selbst als Survival-Horror-Veteran bis dahin wirklich erfrischend und neuartig. Und sich diese ungewohnte Herangehensweise anzueignen, hat umso mehr motiviert. Und obwohl das schwache Tutorial anzukreiden ist, ist es aber auch angenehm, dass das Game nicht bei der Hand hält, weder bei Kämpfen noch bei der Erkundung.
Das kennt man aus anderen Games auch anders. Stichwort NPCs und Icons, die Rätsel und Erkundung spoilen, wodurch Rätsel und Erkundung überhaupt keinen Sinn mehr haben. Manchmal wäre zwar der Wegfinder aus Dead Space hilfreich gewesen, aber generell ist das Leveldesign in Callisto gut. Zwar linear, aber mit dem richtigen Gehalt an optionalen Geheimwegen und typischen Schlüsselkartenrätseln, um zwischendurch mal runterzukommen. Man wird selbst mit dem richtigen Mindset noch etliche Male draufgehen, aber so soll es ja in Survival Horror sein. Es muss genretypisch gelernt werden, Ressourcen und Chancen zu nutzen, aber hier mit viel mehr Blick auf Umgebung als auf Munition. Und darauf, wie man Gegner einzeln nacheinander abfertigt, bevor sie sich zusammenrotten oder mutieren, was den Druck enorm erhöht. Gerade durch diesen unerwarteten Fokus und natürlich vor den grandiosen Kulissen ist das Game vermutlich spannender, als es ein neues Dead Space vom selben Team gewesen wäre.